Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Outer Worlds. Wir stehen neben der Unreliable, haben Ellie und Nyoka dabei und befinden uns auf Tartarus. Um jetzt hier, Phineas Welles rauszuholen und gehen sofort getarnt. Was? Warum? Also... Wieso kämpfen die denn für uns? Habe ich was verpasst? Warum kämpfen denn Marder jetzt für uns? Protect the Groundbreaker? Jetzt bin ich super irritiert. Ja, ich mache einfach mal hier meine Sachen. Hi. Redest du etwa, während du im Dienst bist? Ja. Jeder darf mal einen Fehler machen, aber sieh zu, dass das nie wieder vorkommt. Oh, wow. Wir sind gerade in der Kriegssituation hier, gefühlt. Natürlich wird man sich da so benehmen. Schade. Ich dachte, er hätte vielleicht irgendwie eine Schlüsselkarte oder so dabei. Oh Gott, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Kommt rein, Leute. Kommt einfach rein. Mhm. Wir machen jetzt sowieso genau das Falsche, ne? Also in ein Gefängnis reingehen. Was auch schon so oft gesagt wurde. Ich würde am liebsten sofort wieder raus. Findest du? Hast du die Befürchtung etwa? Ich habe... Ja... grob überschlagen. So 1800 Schuss. Ich glaube, wir sind ganz gut ausgestattet. Okay, wir können so oder so raus. Es ist egal, was wir tun. Ein Restricted Area, von daher... Wir nehmen natürlich soweit alles mit, was geht. Munition immer gut. So, will irgendwer quatschen gleich, ja? Ja, komm, hier. Hi. Redest du etwa? Ja. Dein Geheimnis ist bei mir gut aufgehoben. Ja, schön, wenn man den Leuten einfach dasselbe nochmal sagen kann, ne? Also solange man weiß, dass es funktioniert, ist ja alles okay. Okay, Treppe, Leiter hoch. Das funktioniert bis hierhin gerade noch besser als gedacht. Achso, nein, kommen wir hoch.
Okay. So. Ist wieder nicht restricted für den kurzen Moment. Ein Raum. Relevanter Ort entdeckt. Verkaufsautomat. Ach so. Natürlich. Ich kriege ja keine Erfahrungspunkte mehr. Ich bin ja auf Maximallevel jetzt. Ja. Das ergibt eine Menge Sinn. Ich wollte mich gerade noch sagen, ein Raum extra nochmal für Erfahrungspunkte. Ja. Hat ja gut funktioniert. Na dann. In die Grube. Also es war bis hierhin schon mal einfacher, als ich dachte. Aber das kann natürlich auch dann bedeuten, naja, dass das gleich richtig schwierig wird. Oder wir spazieren da jetzt einfach durch. Wir sammeln immer mehr Schuss, haben noch keine davon verbraucht, also von daher. Ja, unsere Tarnung funktioniert auch wunderbar soweit. Wir kriegen diese Tür sogar auf. Nice. Alter. Einzelhaft, Gefangenenliste. Kapsel 1, Häftling Haig S. Besitz von Anti-UDL-Schriften. Haftdauer 17. Zuvor Williams T. Häftling Williams T. Haftgrund, Anstiftung zu Gewalt, Haftdauer 31. Vorher Black M, Haftdauer 5. Zufallsauswahl, Haftgrund Zufallsauswahl. Auch sehr schön. Kapsel 2, Häftling Fehler, Haftgrund Fehler, Haftdauer undefiniert, zuvor Fehler. 31 Jahre oder 31 Leben? 31 mal lebenslänglich? Was hat 31? Also was ist das? Welche Einheit? Mitteilung eures Lieblingswärters. Bitte lagert hier keine verderblichen Lebensmittel. Wir haben diesen Raum als Kühlraum deklariert, weil wir die Kapseln hier lagern wollen. Das ist kein Kühlschrank. Das nächste Mal, wenn ich hier einen Behälter mit schimmelnder Wollkuh finde, stelle ich ihn eine ganze Woche lang vor die Luftzufuhr der Klimaanlage. Okay, auf Lagerverzeichnis zugreifen. Oh. Kanister mit Dimethylsulfoxid. Aha. Okay. Notwendige Strukturveränderungen für die Unterbringung von Kryonikkapseln in der LBR-NTH-Einrichtung. Eine Analyse von den Ingenieuren Rodfield, Crane und Geist. Zunächst muss jede Kapsel konstant mit mindestens 34 Kilowatt Strom versorgt werden. Und die in den Kapseln gelagerten Subjekte müssen regelmäßig eine Dosis Vito-Kryoflüssigkeit verabreicht bekommen. Dieser endlose Satz erstreckt sich über weitere 12 Seiten, bevor er endlich endet. Und somit empfehlen wir, um die strukturelle Integrität des Bereichs, der als die Grube designiert wurde, zu gewährleisten, dass alle Kapseln in zylindrischer Form um eine tragende Struktur herum angebracht werden, die in den Mantel von Tartarus gebohrt wird, mit einer maximalen Tiefe von. Dieses Fazit zieht sich noch einmal über 2 weitere Seiten. Danke. Ich meine, so rein für den Gag hätte ich als Entwickler jetzt gesagt, hey, lass uns doch die kompletten 14 Seiten drucken. Drucken sag ich schon, hier anzeigen.
Okay, ja, ich muss direkt mal vor irgendwen springen, der uns dann sieht. Captain Sie? Oh nein. Ja. Ikonoklast. Ah. Sehr geil. Okay, jetzt verstehe ich. Die helfen uns allen, weil wir uns mit ihnen gut gestellt haben. Ist trotzdem ein bisschen überraschend, weil ich mit sowas nicht gerechnet habe. Also, darum sollte man sich auch mit Leuten gut stellen. Die helfen nämlich, ohne dass du nachfragst. Da lasse ich natürlich aber auch meine Tarnung sausen, weil ich kann jetzt nicht einfach an allen vorbeigehen, während hier geballert wird. Funktioniert ja so auch nicht. Mayfair neu, sogar die Spezialeinheiten hier. So, wir müssen hier rein. Was mit dir? Hm. 49er Helm, lächerlich. Da gibt's noch Sachen. Okay. Are you new here? I didn't think we were hot. Ja, und was geht dich das an? Whoa, nothing. I was just asking. I was gonna welcome you aboard. Das ist unnötig. Okay. All right. Man muss halt wirklich einfach nur so... was heißt zu tun? Man muss halt einfach nur beschäftigt wirken. Und selbstbewusst auftreten, wenn einen jemand anspricht. Das ist eigentlich das einzige, oder das ist wirklich der einzige Tipp, den man beherzigen muss. Rockwell. Well, look who it is. I'll be damned. I was prepping the studio for our announcement, and here you are as a bonus. Ah, and the wayward doctor. Are you about done with your escapades? We have faces that need lifting, after all. These days, I'm more interested in breaking them. Wouldn't mind taking a swing at yours. Ah, I knew I smelled Monarch when you lot walked in. The stench of sulfur, depression, and desperate bravado is unmistakable. Keep talking, and you'll be smelling iron. Ain't nobody so important I won't put a bullet in him. When you go off and get yourself shot, try to avoid taking one to the face. I'll want it recognizable to show to my citizens. Okay, ist sehr schön, dass er auf die einzelnen Leute wirklich eingeht. Vorstandsvorsitzender Rockwell, nehme ich an. My word! You've correctly identified the most recognizable man in the colony. Remarkable. It's a wonder what Phineas saw in you. Then again, he's an insane person. Thankfully, he's our insane person now. A proper company man. Ach, bitte. Phineas würde lieber sterben, als mit euch zusammenzuarbeiten. Davon werde ich mich selbst überzeugen, wenn ich ihn erreicht habe. Ich weiß jetzt nicht, ob das cool war, das zu tun.
Aber es tat gut. Muss ich wirklich sagen. Es fühlt sich richtig an. Oh, weiße Schokoladen-Yummies. Spacers Corona, natürlich. Warum sehe ich denn, was drin ist, bevor ich... Was zur Hölle? Was ist los mit diesem Spiel? Ja, Vorstandsvorsitzender Rockwell ist tot. Also... Egal, was passiert, die Kolonie braucht einen neuen Vorsitzenden. Und als ob Phineas jetzt für die arbeitet, ganz ehrlich. Wer kämpft jetzt für uns? Die Ikonoklasken, natürlich. So, schnell in den Aufzug. Und weiter. Guess this is it, huh? Take a breath now, folks. Once we're up there, I suspect we ain't gonna have time to stop shooting. Aus dem Schießen nicht mehr rauskommen, sagst du? Heißt das, jetzt kommt auch keine Unterstützung mehr? Captain, you have an uncanny talent for complicating my life. You've disrupted the balance of power. You've upset the natural order of things. You've introduced uncertainty, and there is nothing I despise more than uncertainty. Du regelst wirklich gerne. Wirst du nach Wörtern bezahlt? Typical. Running your mouth in the middle of a crisis. It's almost as if you delight in chaos. I should have dealt with you a long time ago. You were always too dangerous to leave unchecked. Können wir das beschleunigen? Ich muss doch eine Kolonie retten. Ach, hör schon auf damit. Da werde ich ja gleich ganz rot. Du magst eine große Klappe haben, aber es steckt nichts dahinter. Nein, hier. Ach, da werde ich ja gleich ganz rot. I suppose I shouldn't be surprised by your impertinence. Leaving you alive was my greatest mistake. But it is a mistake I intend to correct. I have Dr. Welles in my custody. Once I've secured his cooperation, I can move forward with the program. I can repair the damage you've done. I can set things right. Lass uns doch drüber reden. Nee, fordere mich nicht heraus, Sophia. Das ist schlecht für deine Gesundheit. Du verstehst es nicht. Phineas ist mein Freund und ohne ihn gehe ich hier nicht weg. Die Vorstellung, dich zu töten, macht mir keine Freude. Es ist in letzter Zeit schon genug Blut vergossen worden. Nein, fordere mich nicht heraus. I'm aware of your propensity for violence. Halcyon is a bloodier place because of you. I take no pleasure in this, you know. I simply have no other option. Leaving you alive is too great a risk. Goodbye, Captain. Ja, dann leg dich lieber voll ins Zeug, du Psychotante. If you insist. This prison is equipped with an automechanical warden. I've had it programmed to eliminate you on sight and rinse your remains down a drain. And don't worry. I will inform Dr. Welles that you died heroically, or something. Mhm. Ram. Ich hätte Sam mitnehmen sollen. Der hat dann nämlich so einen Bonus auf... Ach, shit. Auf Robotereinheiten.
ernsthaft. Ja, super. Hat super geklappt, war super cool. Ah, komm schon weg mit euch. Ellie ist down. Fuck. Nicht cool. Gar nicht cool. Natürlich. Ich habe mich doch vielleicht ein bisschen übernommen. Ein kleines bisschen. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut, Jungs. Kein gutes Versteck. Autsch. Nicht NetRAM. Oh, ja, super. Ja, lad doch nach. Ja, jetzt lass mich doch mal in Ruhe, ey. Wir stehen gar nicht so schlecht da gerade. So. Also wenn ich ehrlich bin, habe ich mehr von dir erwartet, Ram. Eieiei. So, damit die Mädels wieder hochkommen. Puh. Das war ein ordentlicher Fight auf jeden Fall. Muss ich ja mal zugeben. Der war ja fast fordernd, Mädel. You don't know how glad I am to see you. You did the right thing. Akande was a monster. Her death was much deserved. And long overdue. And you lunatic, you broke into the board's own fortress just to rescue one doddering old man. You are absolutely out of your mind, and I can't begin to thank you enough. Ist alles in Ordnung mit dir? Was haben sie dir angetan? Machst du Witze? Der Vorstand hatte nie eine Chance gegen mich. Du weißt, dass ich nie zulassen würde, dass dir was passiert, Phineas. Hast du eigentlich eine Ahnung, was ich alles auf mich nehmen musste, um dich zu retten? Nee, hier, machst du Witze? Der Vorstand hatte nie eine Chance. Ah, all in a day's work for you, huh? You've broken the board's stranglehold on this colony, and you saved my life.
but there's still so much we have yet to accomplish. You and I are going to have to work harder than ever to save Halcyon. I'm afraid the situation is far worse than any of us ever anticipated. Das hört sich nicht gut an. Earth has gone dark. We haven't received a single message in 3 years. There's been no communication, no signals, nothing. 2 years ago, the Earth's Directorate's frigate disappeared on their way back to Earth. We don't know what they discovered when they arrived, or if they arrived at all. They haven't exactly been hands-on around here anyway. So there's one less rubber stamp to worry about. Earth is humanity's home planet, Miss Fenhill. The psychological effects of losing our original home will be devastating. So we've got to make do on our own. Seems to me that'll make us stronger in the end anyhow. You're quite right. We've got no choice but to make do on our own. We're in serious trouble, my friend. Do you know what this means for Halcyon? We can't rely on Earth for support anymore. We've been cut loose. We're entirely on our own. Ja, vor uns liegt eine Menge Arbeit. Nee, ich muss dich noch was fragen. Yes, yes, certainly. I'll help however I can. Da wäre noch etwas. Ich weiß über die anderen Kolonisten Bescheid, Phineas. I wasn't trying to hide the truth from you, but after all you've done, I owe you an explanation. Yes, I experimented on the Hope's colonists. Each of my experiments ended in catastrophic failure. Each of my subjects died in agony. You are my first and only success. I didn't tell you about the others because I didn't want to burden you. My failures are my own to bear, not yours. Ich verzeihe dir, Phineas. Thank you. Perhaps in time I'll learn to forgive myself. My apologies. I need to get a hold of myself. We've far more pressing issues to worry about right now. If you have any more questions, ask me. I'll answer as best I can. Ja, ich weiß nicht. Woher weißt du das alles? I heard it from Akande herself. She tried to pressure me into joining her side, you see. Tried to make me realize that all hope is lost, and that we are alone. She was half right. We are alone, and we're going to have to fend for ourselves, because there's no telling what's happened to Earth. Okay, keine Fragen. Yes, you're right. The road is long, and we haven't a moment to waste. We must begin the revival process immediately, starting with the Hope's brightest minds, and then we're going to fix this damn colony, one problem at a time. We're going to need a leader, and I can't imagine a better person for the job than you. What do you say, old friend? Will you help us? Nein. Irgendwer muss sich ja um die Kolonie kümmern. Und ich bin die einzig kompetente Person, die noch übrig ist. Du kannst auf mich zählen. Ich werde dir helfen, die anderen Kolonisten wiederzubeleben. Ich werde das tun, was ich schon immer getan habe. Und zwar, was ich will, wann ich es will. Nein, du kannst auf mich zählen. I can't tell you how glad I am to hear that. When I revived you, I thought we were going to save this colony all by ourselves. But I was wrong. We can't save Halcyon on our own. We're all going to have to pull together somehow. We are not a colony anymore. Our last connection to Earth has been severed. I don't know if we'll survive, but we're going to have to try our best. Puh. Jetzt ist noch die Frage, hat das jetzt noch irgendwie Auswirkungen, dass ich den Typen umgebracht habe? The OSI teaches that everything in the universe happens according to the grand plan. But the stranger that arrived in Halcyon was an unplanned variable. From the moment he landed in Emerald Vale, his actions altered the course of history. The events on Tartarus brought about the end of the board's authority.
But the board's mistakes would haunt the colony for decades to come. The damage they left behind would require the work of a generation to repair. Dr. Phineas Welles began reviving a handful of the Hope's colonists: engineers, scientists, technicians, and intellectuals. They were among the brightest minds the Earth had ever sent out into the stars. The Hope scientists and engineers woke up in a colony descending headlong into total collapse. With no way to return to Earth, they had no choice but to band together and devote themselves to the cause of saving Halcyon. The people of Halcyon were nothing if not hardy. In the absence of the board's authority, many of the colony's settlements banded together with a single purpose in mind: survival. Life was especially hard in the years to come. Some towns dissolved by attrition and starvation, but most of them found a way to carry on. In the years to come, Halcyon was forced to reckon with its newfound freedom. The board was gone, and for better or worse, the colony was responsible for its own destiny. As the colony struggled to survive, the inspirational story of the iconoclasts spread like wildfire. Zora's focus on logistics made for a safer monarch, where the iconoclasts enjoyed a surge of new blood looking to join the ranks from struggling townships. Life on Monarch slowly improved from a desperate fight for survival to prosperous growth and more permanent strength. Consumed by paranoia, Lilia Hagen took sublight salvage in a controversial direction, openly accusing board officials of an extraterrestrial conspiracy. One day, an accident at the Groundbreaker's docking bay silenced her forever. Time would tell if her replacement could keep the sublight family together. The collapse of Edgewater left its workers bereft of any purpose in life. Most of them made their way to Adelaide McDevitt's camp, hoping to ingratiate themselves into her favor. Adelaide accepted only a few to her community. The rest were turned away and likely died of starvation. Nevertheless, Adelaide's camp grew into a well-established town. Adelaide McDevitt refused to cooperate with the ongoing effort to save Halcyon from collapse. A sympathetic deserter stole a copy of her research and delivered it to the Hope's scientists. It is unclear how useful Adelaide's research was. An optimistic estimate suggests her work may have bought Halcyon another few years of survival. Adelaide would never know. She died that winter. Under the leadership of Junlei Tennyson, the Groundbreaker held firm against corporate influence. The ship's mechanical stability gave Junlei the time to educate a promising generation of engineers, schooled in her family's traditions. The future of the Groundbreaker looks promising. The rediscovery of the Hope and the abandonment of the lifetime employment program forced Byzantium to come to terms with some uncomfortable realities about the state of Halcyon. While Byzantines were reluctant to surrender the luxuries they'd grown accustomed to, the board's diminished authority gave them little choice in the matter. Nearly everyone had to learn to make do with less. Some even had to get jobs. It was a dark time indeed. Your influence shifted Ellie's perspective. She finally admitted, albeit grudgingly, that she just might need other people. Sometimes. With a steady income from the life insurance payouts, she was finally able to afford a ship of her own. She hired a small crew and flew supply missions to communities on the fringe. Some of them were even legal. Life in Halcyon was sobering for Felix Millstone. The grand revolution he dreamed of never came. There was no great awakening for the colony, no celebrations in the streets. There was only the hard, desperate work of trying to repair a broken colony. Felix never had a head for numbers, but if there was labor to be done, he was there to help. Eventually, Felix realized that the work of a revolution was done with two hands. As much as he enjoyed his adventures aboard the Unreliable,
the vicar, known as Max, eventually decided that it was time to move on, to live out the life he had sought so long to create. He knew there were many in the colony who carried burdens much worse than the ones he had struggled with, and he devoted himself to easing their suffering wherever he could. He only ever took up arms again to defend the defenseless. Unshackled from a lifetime of striving and fighting the universe and himself, Vicar Maximilian de Soto was finally at peace. Once the matter with the Hope colonists was resolved, Junlei bashfully asked Parvati if she'd like to join her permanently on the Groundbreaker, and Parvati enthusiastically, if somewhat awkwardly, agreed. The stories of her adventures spread across the colony, and Parvati soon found herself the center of attention. Having served as the engineer of a renowned spacecraft, tramp freighters and wildcat miners sought her out by name, and in no time, she was a fixture in the Groundbreaker's mechanical ecosystem. She and Junlei were never far apart. Nyoka returned to Monarch to take another crack at making a permanent life for herself. She formed the Charon Group, a mercenary outfit of ragtag survivalists and wilderness experts. Anyone in need of a guide, or just looking to throw back a beer and swap stories, could find her camping on the trail or clearing an infestation. The SAM unit that accompanied you spread awareness of the product line's superior sanitation and maintenance capabilities across what was left of the colony. This led to a boost in SAM unit sales. Did you know that SAM units are the longest-lasting, toughest-acting cleaning solution in Halcyon? Minister Clark was released from house arrest, and his contact with you gave him a sense of renewed purpose and vigor. Once it became clear that no help would be coming from Earth, he threw his considerable efforts and talents into helping Halcyon manage the crisis before it. As for Dr. Phineas Welles, he spent his remaining years in his orbital lab. Though he was always haunted by the failures of his past, he was determined to make things right by building toward the future. Dr. Welles was able to revive many more scientists and engineers than he first expected, thanks to the additional batch of chemicals you stole from the ministry. Welles never forgot about the human lives that were lost in acquiring these chemicals. The revival project was hard and painful work, but in the end, despite limited resources, over half the Hope's colonists were successfully revived. Even after Welles passed away, the Hope scientists and engineers worked night and day to pull Halcyon from the brink of collapse. Their efforts continue to this day, which may be reason enough for optimism. Dr. Welles laid the groundwork for the project to save the colony, but he would never live to see the fruits of his labor. He passed away a few years later. His work was carried on by the scientists and engineers he revived. Life will never be the same in Halcyon. It is widely agreed that the colony has a chance of stabilizing within a generation, owing to the hard work and determination of the surviving colonists. Recovery is a distant goal, and the path is long and uncertain. But the people of Halcyon carry on, determined as ever. And what about you, the unplanned variable in the history of Halcyon? Long after Welles passed away, you carried on his work with more energy, determination, and brilliance than he could ever muster. The years that followed were hard, but Halcyon survived by the efforts of the Hope's most promising colonists, the greatest of which was you. No one knows what's happened to Earth, and no one knows what the future has in store for Halcyon. All we know for certain is this: the name of the Unreliable and that of its intrepid captain will remain the subject of countless stories for years to come. Wow. Was für ein Abschluss. Das war also The Outer Worlds. Ich habe echt eine Gänsehaut. Also eine schöne Zusammenfassung.
ein kompletter Rückblick auf alles, was wir, ja, getan haben, im Grunde genommen. Und das gibt natürlich auch die Möglichkeit, oder bietet natürlich auch die Möglichkeit für ganz viele weitere Enden. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele es gibt. Aber so wie das klang, naja. Es kann für alle Begleiter anders werden am Ende. Es kann natürlich auch sein, dass man einfach sagt, man hilft Phineas nicht, dann wird sehr vieles anders. Wenn man auch mal dran denkt, wir hätten vielleicht mehr auf Vorstandsseite gekämpft, anstatt eben auf Seiten der Rebellen, in Anführungsstrichen. Da hätte sich einiges ändern können. Und ich glaube, ich werde so für mich selber mich auch noch mal ein bisschen dran setzen, einige Entscheidungen anders treffen. Einfach mal, um zu schauen, was dann am Ende rauskommt. Ich muss aber im Großen und Ganzen sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Verlauf. Und ja, hunderttausende Leute auf der Hope. Die Hälfte hat es geschafft bis zu diesem Zeitpunkt. Und natürlich werden die Opfer, beziehungsweise die ersten fehlgeschlagenen Experimente oder Tests des Doktors, natürlich werden sie nicht vergessen. Was sind das denn? KT fürs Ja sagen? Kemsky für einen lebenslangen Vorrat an Salz? Bitte was? Schön. Ja, und während sich hier gerade bei den Entwicklern bedankt wird, möchte ich auch nochmal sagen, vielen, vielen Dank fürs Entwickeln. Hat wirklich Spaß gemacht. Oh, Hochzeiten. Gratulation. Babys. Ja, Entwicklerbabys. In Gedenken natürlich auch. Aber ja, Produktionsbabys finde ich immer super. Dahingeraffte Tabletop-Charaktere. Schön. Puh. Ja, und ich möchte mich wirklich bei jedem Einzelnen hier, der hier durchläuft, bedanken. Vielen, vielen Dank fürs Entwickeln. War jetzt im Grunde genommen das erste Mal. Ganz streng genommen. Das erste Mal, dass ich so eine Art von Spiel gespielt habe. Ich gebe zu, an einigen Stellen kann man sicherlich anders agieren. Natürlich. Aber ich bin und bleibe wahrscheinlich auch sehr zufrieden, so wie es gelaufen ist. Ich weiß auch nicht, ob es noch mehr Möglichkeiten gegeben hätte für Nebenquests. Also so aus meiner Sicht habe ich eigentlich mit allen gesprochen, die Vor- und Nachnamen hatten, die jetzt nicht einfach nur Söldner oder sonst so hießen. Und dass ich jetzt die anderen Sachen nicht noch gemacht habe, ich meine, gut, wir hätten natürlich noch auf Scylla den Captain in Anführungsstrichen retten können. Aber ganz ehrlich, vor welchen Banditen? Ja, ich meine, wir haben welche gesehen, aber die sind jetzt keine direkte Bedrohung für diesen Mann. Ikonoklastenklamotten, um nochmal ganz kurz zu modeln, war jetzt auch nicht... Also, dafür hätte ich jetzt ungern das Ende verschoben. Und... ja, das mit der Wissenschaftswaffe auf der Groundbreaker. Wenn Gladys nichts weiter sagt. Ich habe auch keine Ahnung, vielleicht hätte ich sie einfach erschießen müssen. Und wäre dann an die Sachen rangekommen, aber dann hätte ich halt
noch mehr Probleme gehabt als alles andere. Also ja. Und wenn ich es richtig sehe... müssten wir jetzt irgendwie so Mitte September haben. Bin gerade zu blöd zu rechnen. Aber ja, wir müssten Mitte September haben. Und das bedeutet, ich habe ein bisschen Zeit, mir jetzt zu überlegen, was als nächstes kommt. Ist jetzt für euch super uninteressant, weil in 2 oder 3 Tagen geht es dann da schon weiter. Ja, auf jeden Fall möchte ich euch auch nochmal danken fürs Zuschauen. Und ich würde gerne einfach mal komplett durchlabern, während die Credits laufen, aber ich glaube, das werde ich nicht schaffen. Von daher bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einem der nächsten Let's Plays wieder. Und ich lasse die Credits weiter durchlaufen, denn Respekt an die Entwickler. Also, bis zum nächsten Mal und ciao.